Herzlich willkommen in Kloster Maulbronn zu unserer Zeitreise durch das UNESCO-Welterbe Zisterzienserkloster. Ein Kloster ist immer mehr als nur die Klausur, also die Kirche mit dem Kreuzgang und den Wohnbereichen der Mönche. Es ist immer eine größere Ökonomie, die durch verschiedene Funktions- und Wirtschaftsbereiche getrennt, aber gleichzeitig auch zusammengehalten wird. Das Besondere an Maulbronn, und deswegen ist es so bedeutend, ist, dass hier sowohl die Klausur als auch die Wirtschaftshöfe noch alle erhalten sind und in der Summe das am besten erhaltene mittelalterliche Kloster nördlich der Alpen ergeben. Wir stehen hier im großen Wirtschaftshof an der Grenze des äußeren Hofes zum Inneren. Um uns herum die gesamten Funktionsgebäude für die Handwerker und die großen Lagerhallen für die landwirtschaftlichen Produkte, die den Reichtum des Klosters ausmachten. Im Osten dann der Bereich der Mönche, der nur für sie da war, und dann weiter im Osten der Bereich des Abtes und der Krankenbereich. Frau Ehlers, es ist ja ausgesprochen selten, dass wir diese spätmittelalterliche Situation in solcher Vollständigkeit in einer Klosteranlage noch vorfinden. Wie kam es denn zu diesem Glücksfall? Es scheint in der Tat paradox zu sein, denn Maulbronn ist ja sehr viel länger nicht mehr Kloster, als es jemals Kloster war. Man kann sich das in der Weise vorstellen, Maulbronn wurde Mitte des 16. Jahrhunderts als Kloster aufgehoben. Der protestantische Glauben wurde eingeführt und kam zum Herzog von Württemberg. Wäre dieses wie bei anderen Klöstern im 19. Jahrhundert passiert, hätten wir heute hier ein Barockkloster. Denn die Klöster wurden ja immer modernisiert, die Mönche wollten modern leben, modern wirtschaften. Mitte des 16. Jahrhunderts, also hier protestantischer Glaube, keine Ordensniederlassung mehr. Damit ist die evangelische Klosterschule vom Herzog von Württemberg hier eingezogen, die herzogliche Verwaltung und später dann eben auch das Oberamt Maulbronn. Die haben hier alles genutzt, man ist unter die Dächer gezogen, waren ja komfortable Steingebäude. Neues zu errichten konnte man sich zumindest am Anfang in keiner Weise leisten. Es war alles sehr funktional. Man hat weiter gewirtschaftet, wie es die Zisterzienser eben auch getan haben. Man hat alle Gebäude gebraucht und so hat sich hier im Laufe der Zeit bis zum 19. Jahrhundert ja eine dörfliche Struktur entwickelt. Wir befinden uns hier im Paradies, einem Vorbau vor der eigentlichen Kirche, an einer architektonisch hochinteressanten Stelle. Denn die Kirche selbst im Hintergrund entspricht noch der spätromanischen Formsprache, wurde um 1147 begonnen. Die Kirchentüre ist schlicht die älteste erhaltene Türe, die wir von einer Klosteranlage her kennen. Und wenn wir genau hinschauen, erkennen wir noch das Pergament, also die Tierhäute, die auf das Holz genagelt wurden, das dann anschließend auch rot eingefärbt wurde, weil rot war die Farbe für Wichtiges, für Heiliges. Alles, was wesentlich war, war rot gefärbt. Und das Paradies selbst ist bereits der Frühgotik verpflichtet. Es ist die erste Hinterlassenschaft der sogenannten Meister vom Paradies. Wir wissen gar nicht, war es eine Person oder war es eine Bauschule, die aus burgundischen, also französischen Traditionen die neue Formsprache der Gotik hier zu den Zisterziensern nach Maulbronn brachte. Frau Ehlers, Romanik, Gotik, es klingt hochspannend, aber was haben wir uns eigentlich im Kern darunter vorzustellen? Es gibt wohl kaum ein Bauwerk, an dem man das so wunderbar ablesen kann wie hier in Maulbronn. Dieses Stufenportal zeigt, wir bauen hier ganz dicke Mauern. Wir müssen dicke Mauern bauen, weil die Kirche so ein gewaltiges Bauwerk ist und das Mauerwerk muss die ganze Baulast aufnehmen. Frühgotik, frühgotische Formensprache, es hat sich die Konstruktionsweise geändert. Das konstruktive Prinzip ist nicht mehr das, dass das Mauerwerk die Baulast trägt, sondern das konstruktive Prinzip ist dieses, dass die Baulast linear über die Gewölberippen
auf die Pfeiler, auf die Stützen abgeleitet wird und die Baulast sozusagen punktuell zum Boden gebracht wird. Man sieht es hier an den sogenannten Tellerbasen. Ja? Die machen jetzt auf einmal so einen richtig gequetschten Eindruck. Man sieht förmlich, wie die Baulast hier drauf liegt. Es ist von einem unglaublichen Raffinement, aber das ist frühgotische Bildersprache im Unterschied zur romanischen Bildersprache. Dadurch kann man jetzt die riesengroßen Fenster einziehen, die dann später, ich meine, wenn man an die Sainte-Chapelle in Paris denkt, in diesen Glaspalästen der Hoch- und der Spätgotik, also diese Wunderwerke von Architektur, wo ja eigentlich alles in einer Weise filigran ist, wie Spitzenklöppelarbeit in Stein gebaut. So fing die Gotik an, hier in Kloster Maulbronn. Wir werden jetzt bei unserem Rundgang auch die späteren Phasen erleben. Und wir werden genau das vorfinden, was Frau Ehlers gerade gesagt hat, dass immer alles filigraner, noch lichtdurchflutender, noch entmaterialisierter und noch nach oben strebender wurde, als wir es hier im Paradies des Klosters erleben können. Es gibt kaum einen dichteren Ort im Kloster als hier im Kreuzgang an der Ostecke zur Kirche hingewandt. Wir haben alle Epochen der Klostergeschichte auf einen Blick vereint. Hinter mir die romanische Kirche mit ihren Bogenfriesen. Wir haben auf der Kirche den Vierungsturm um 1400, als die Zisterzienser ihre eigenen strengen Regeln immer mehr durchbrachen und ihre Kirchen doch wieder anfingen auszuschmücken. Wir haben die Entwicklung der Gotik vom Kollationsgang um 1220 durch die Epochen hindurch zu immer verspielteren Formen. Und gegenüber haben wir noch die Renaissance von 1611 in einem Fachwerkbau. Jede Generation fügte etwas hinzu oder nahm etwas weg. Das Kloster wuchs wie ein lebendiger Organismus und zeigt sich uns heute als komplexes Denkmal, eine Quelle ständiger neuer Entdeckungen und Erlebnisse. Wir stehen immer noch im Kreuzgang, aber haben jetzt das Brunnenhaus vor uns. Das ist ja auch so ein komplexes, hochspannendes Teil des Klosters. Ja, so kann man es nennen und vor allem aus heutiger Sicht muss man sagen, hat es ja das besondere Merkmal, oben im Fachwerkgeschoss befindet sich angeblich das schönste Klassenzimmer Deutschlands. Dieses sitzt tatsächlich auf der Brunnenkapelle auf, im unteren Teil noch aus der Zeit um 1300, dann hier mit den gotischen Maßwerkfenstern. Aber dieser Fachwerkaufsatz auf der Brunnenkapelle, der wurde eben eigens für die evangelische Klosterschule errichtet und wie gesagt heute auch noch in der Form genutzt. Das ist eine ganz wunderbare Tradition, die sich bis in die Gegenwart eben fortschreibt. Das zeichnet Maulbronn ja auch aus. Überall in Kloster Maulbronn finden wir Namenseinritzungen an den unmöglichsten Stellen und meistens groß und tief. Es sind zum weit überwiegenden Teil die Hinterlassenschaften der evangelischen Klosterschüler, die den Abschluss ihres Besuchs hier mit einer Einritzung verewigten. 1555, nach dem Augsburger Religionsfrieden, richtete Herzog Christoph in 12 ehemaligen Klöstern, die nun zu seinem Herrschaftsgebiet gehörten, evangelische Schulen ein. Sie sollten den evangelischen Pfarrernachwuchs sicherstellen. Der Abt, der Titel wurde auch in evangelischer Zeit beibehalten, war zugleich Vorsteher der Schule, aber auch hoher württembergischer Beamter als Vorsteher des Oberamtes. Das ging so weit, dass der Abt von Maulbronn immer wieder Geldgeber, Kreditgeber für seinen Herzog wurde. Diese rechtliche und wirtschaftliche Konstruktion des Klosteramtes hielt bis 1806, als durch die napoleonischen Reformen die ganzen Unterschiede im Herzogtum Württemberg zugunsten eines einheitlichen Untertanenverbandes mit gleichen Rechten aufgelöst wurde.
Dann endete die Zeit des Abtes, die Schule wurden eine öffentliche Einrichtung und der Vorsteher hieß wenige Jahre später Ephorus. Die Klosterschüler hatten es hier nicht leicht. Alle mussten früh aufstehen, sehr früh. Alle hatten einen ganz geregelten, sehr strammen Stundenplan. Und für Hermann Hesse, bekanntermaßen war Hermann Hesse hier Klosterschüler, er hat es nur schwer verkraftet. Er ist ja dann noch abgehauen aus Maulbronn, hat insbesondere unter dem Turnunterricht gelitten, der hier obendrein noch stattgefunden hat. Dann gibt es aber auch nette Anekdoten, Schüler, die sich an den Glockenseilen festkrallen und durchs Kirchenschiff pendeln und dann halt einen Spaß dran haben, weil es genauso wie Namen einritzen war, sowas natürlich auch verboten. Aber eins ist in besonderem Maß erwähnenswert. Die Form der evangelischen Klosterschulen hat natürlich das ganze Schulwesen revolutioniert. Denn jetzt war es auf einmal möglich, auch Kinder aus minder bemittelten Familien, denen eine gute Schulausbildung zu ermöglichen. Berühmtestes Beispiel hierfür ist Johannes Kepler. Johannes Kepler stammt aus Weilderstadt, aus einem ganz bescheidenen Elternhaus, prekäre Familienverhältnisse, möchte man sagen. Jemand wie Johannes Kepler wäre nie in den Verdacht gekommen, dass man ihm ein Studium ermöglichen könnte, wenn es nicht die Einrichtung der evangelischen Klosterschulen gegeben hätte. Man wollte die begabten Jungen im Land rekrutieren. Man hat sie gebraucht für die Ausbildung als evangelische Pfarrer, aber auch als Lehrer, als Juristen. Die Zisterzienser in Maulbronn bauten nicht nur die faszinierende Klosteranlage, sie gestalteten auch die Landschaft in der weiteren Umgebung. Denn jenseits aller spirituellen Grundlagen waren Zisterzienserabteien auch immer landwirtschaftliche Großbetriebe, prosperierende landwirtschaftliche Großbetriebe, die mit großen Meierhöfen, den sogenannten Grangien, die bis zu 200 Hektar umfassten, sehr spezialisiert landwirtschaftlich produzierten. Und die Weinberge, die das Kloster Maulbronn noch heute umgeben, stammen alle noch aus klösterlicher Zeit. Viele der Trockenmauern, die diese Steillagen überhaupt erst erschließbar machen, sind Trockenmauern, die bereits im Mittelalter oder in der frühen Neuzeit hier aufgebracht wurden. Und der Reichtum einer Zisterzienserabtei stammte ganz wesentlich aus den landwirtschaftlichen Erträgen, die in den Städten um 1200 entstanden, ja auch erst die Städte hier in Südwestdeutschland, die in den Städten dann wieder verkauft wurden, was wieder zu zusätzlichen Einnahmen und zu neuer Prosperität führte.